Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder mit mir zusammen meine Häkelarbeiten anschauen möchtest. Ich habe samstags ja immer das Video zu meinen Häkelprojekten und dienstags immer ein Video zu meinem Diamond Painting. Genau, auf meinem Kanal kommen halt die zwei Sachen, nur noch mal als kleine Info. Und samstags das Video ist immer so ein kleiner Rückblick, was ich alles gehäkelt habe, wie weit ich mit den einzelnen Projekten bin und auch so ein kleiner Ausblick, was ich für die nächste Woche oder die daraufkommende Woche einfach so ein bisschen plane. Ja, mal mehr, mal weniger gehen die Sachen auf. Aber gut, so spielt das Leben, so ist es. Und diese Sachen möchte ich gerne mit dir teilen. Ja, ich würde sagen, ich habe an 3 Sachen gehäkelt, womit ich auch ganz zufrieden bin. Hat alles ganz gut funktioniert. Auch mein Sorgenkind hat sich super entwickelt, hat sich gut was ergeben. Also damit bin ich sehr, sehr zufrieden, aber das zeige ich dir gleich. Ich würde sagen, wir starten jetzt als erstes mit dem, wo ich eigentlich gedacht habe, da komme ich ein bisschen besser voran, aber das habe ich nur abends gehäkelt. Nochmal sozusagen, wenn ich kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, einfach. Und ja, da siehst du den zweiten Knäuel. Ich habe den Knäuel zweimal. Und das eine Hexagon hier ist auch schon fertig. Ich zeige es nur, damit du siehst, wie das andere aussehen wird oder aussehen soll. Das ist einmal dieses Hexagon. Hier ist ein längerer Faden, den will ich nachher haben zum Vernähen, zum Annähen sozusagen von den beiden Teilen. Und das ist einmal das Hexagon, was die eine Hälfte meines Oberteiles wird, mit diesem Muster. Das sind Reliefstäbchen und einmal normale Stäbchen. Das Muster habe ich in einem Granny erklärt. Das Video dazu ist auch schon online. Und ja, das soll dann hier so ein Teil der Jacke oder des Oberteils schon mal sein. Das ringelt sich jetzt hier so ein bisschen, aber das kommt durch die Reliefstäbchen. Das gibt sich nachher alles. Die 2 Klammern hatte ich ja, um mir das abzustecken, damit ich gucken konnte, ob das passt. Schon mal, damit ich die Größe weiß. Ich bin jemand bei den Sachen, bei den Oberteilen Sachen, dass ich mir die immer anprobiere. Und dazu benutze ich halt gern diese kleinen Klammern vom Nähen her. Ja, genau, so soll das zweite Teil nachher aussehen. Es ist ein Bobbelchen von Yarn Art, Flowers Moonlight, geeignet für eine Stricknadel 2,5 und 3 mm Häkelnadel. Es hat 53% Cotton, 43% Back und 4% Metallic, sozusagen dieser kleine Faden, der Glitzerfaden, der noch mit drin ist. Genau. Ich bin noch am Hellen. Es kam jetzt ein kleiner Farbwechsel und den finde ich, sieht man schon ganz gut, diesen Farbwechsel. Hier hatte ich ja das letzte Mal markiert, wo ich es gezeigt habe, und da kamen die 4 Reihen mit dazu. Das Projekt ist mit einer 3er Häkelnadel gehäkelt und muss, wie gesagt, noch ein klein wenig wachsen. Da siehst du zum Beispiel mal den Vergleich, also so ein Stückchen, ein bisschen mehr wie die Hälfte fehlt mir noch, sozusagen. Aber gut, das darf langsam wachsen, das soll ja nachher sozusagen die 2 Teile ein Oberteil geben, und da möchte ich eigentlich, wenn noch was übrig ist von meinem Garn, was ich ja sehr hoffe, wovon ich eigentlich auch schwer ausgehe, weil der dunkle Teil ist ja hier
noch komplett da und der wird ja auch von dem hier übrig bleiben. Und dann möchte ich da noch unten noch ein bisschen Rock dran häkeln. Ja, so ist der Plan. Mal schauen, wann das fertig ist. Das hier ist nämlich, wie gesagt, mit einer Dreiernadel gehäkelt. Und irgendwie häkle ich hier mit diesem Garn ein bisschen langsam. Aber ich muss dazu sagen, ich genieße hier das auch, weil ich mir hier, weiß nicht, möchte nicht sagen besondere Mühe gebe, aber ich finde halt, der Verlauf finde ich sehr schön und das Garn gefällt mir halt sehr gut. Und es darf ruhig ein bisschen langsamer wachsen einfach. Es darf mich ein bisschen begleiten. Das hier ist nämlich so kein Muster, wo man viel nachdenken muss, sondern das darf einfach so mitwachsen. Ja, genau. Und wie gesagt, mit einer Dreiernadel häkle ich das Ganze. Ja, das ist einmal das Projekt. Und dann habe ich noch hier an dem Schal weiter gehäkelt für meine Tochter. Es ist ja super schön kalt bei uns. Immer gut die Minusgrade und ich finde auch in den Tag hinein wird es immer kühler. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Solange es schön trocken ist, ist mir das alles recht. Auch wenn es regnet, ist mir das auch recht, um Gottes Willen. Aber ich finde es schöner, wenn es knackig kalt und die Sonne draußen ist. Ja. Das hier drin sind noch meine Garne von den Grannies. Daraus werden auch noch weitere Grannies wachsen, aber ich hatte bis jetzt noch kein neues angeschlagen, weil ich, wie gesagt, erstmal an den anderen Sachen jetzt einfach gearbeitet habe. Aber die Sachen bleiben hier drin, weil die Grannies häkle ich auch mit einer Vierernadel und den Schal auch. Ja, der Schal wird aus dem Teddygarn gehäkelt. Das sind die 95 Meter. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Knäuel. Und das ist, glaube ich, Polyacryl komplett. Ja, komplett Nylon und Polyacryl ist es. Aber ich finde, es fühlt sich gut an, für so einen Schal, für über die Jacke zu tragen. Finde ich das jetzt nicht verkehrt. Und zu dem Preis erst recht nicht. Das hatte ich ja gekauft, wie der Teddy vor Weihnachten 30% hatte auf die Garne, auf die Wolle. Und deswegen ist das mit dazu gekommen. Zu meiner Wollfamilie. Genau. Ja, hier ist einmal der Anfang oder das Ende, je nachdem. Und das Stückchen hier kam dazu. Das da ist auch ein super einfaches Muster. Aus diesem Muster werde ich auch noch ein Granny anschlagen, weil mir das so sehr gut gefällt, weil das so einen kleinen Zickzackverlauf hat. Und es ist halt super einfach zu häkeln. Und ich finde, es sieht ganz süß aus. Auch mit der Farbe und der Struktur her. Wenn man es so ein bisschen zieht, ist es halt ein bisschen löchrig, aber wenn man den so normal liegen hat, ist das ein schönes Muster, ein schönes, bisschen dichter Muster, ein bisschen dichter das Muster, so rum. Ja, genau. Auch super einfach. Und ich habe jetzt noch dieses angefangene Knäuel und dann noch eins. Und das geht alles in den Schal rein, damit der schön lang ist. Ich werde auch hier keine Franzeln oder sowas dran machen, sondern ich werde den so gerade einfach lassen. Vielleicht mache ich noch sozusagen eine Versäuberung dran oder so ein kleines Muschelmuster noch. Und dann, denke ich mal, ist der fertig. Dauert aber noch ein bisschen. Wie gesagt, da hatte ich ihn
letzte Woche gezeigt und das Stückchen kam jetzt dazu. Genau. Huch. Na. Wie war denn bei dir so die Woche? Bei mir war sie sehr vollgepackt und die Krankheiten gehen wieder rum. Meine Güte, es sind wieder viele oder einige erkrankt, was nicht so schön ist. Ich finde es immer schöner, wenn alle da sind. Aber gut, da hat man gar keinen Einfluss drauf. Um Gottes Willen, Gesundheit geht vor. Und deswegen finde ich es wichtig, dass die Leute sich gut auskurieren und nicht zu früh wieder in alles starten, in ihren Alltag starten. Das muss nicht sein, finde ich. So, das war einmal der Schal. Und dann, ich rutsche das mal ein bisschen rüber, kommt ja mein kleines Sorgenkind. Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich es aufziehe und mit einer kleineren Nadel starte, als mit der Dreiernadel. Aber ich finde, dass sich da ein bisschen was getan hat. Das Tuch hier häkle ich mit einer Vierernadel. Deswegen sage ich, ich wollte es eigentlich aufmachen und mit einer Dreier starten, aber es ist bei der Vierer geblieben. Es ist der Bobbel aus dem Shop. Da geht es zu dem Shop von Miss Pupinella. Er ist vierfädig, hat 900 Meter, ist die 2422. Und ja, ich finde, der sieht aus wie so ein Seerosenteich. Irgendwie. Oder die Seerose und dann das Blatt drumherum. Und genau. Sehr, sehr schön. Ist 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und bei dem Tuch hier habe ich jetzt zu meiner persönlichen Zufriedenheit rausgekriegt, wie ich die Herzchen mache, so dass sie auch nach Herzchen aussehen. Ja, also wenn man so stark dran zieht, dann halt nicht. Ja, aber so, Moment, muss man gerade gucken. Na, das Geklimper geht mir auch manchmal auf den Keks. Genau. So. Und ich finde jetzt mit diesem bisschen dickeren Nupsi hier, finde ich, sieht das eher aus wie ein Herz. Die biegen sich alle noch so ein bisschen hoch, aber das gibt sich mit der Zeit. Dass die so herzchenförmig aussehen. Im Gegensatz zu hier unten, ich meine, ja, das sind ja auch Herzchen, aber da hat mir das ja, spitz zu laufen einfach nicht so gut gefallen. Ich fand, wenn man dann an dem Tuch gezogen hat, war das komplett weg. Und das ist jetzt oben bei denen nicht so. Ich habe das Tuch auch nicht aufgezogen, weil ich finde, dass das sozusagen in der Entstehung ist. Und ich das für mich persönlich dann gerne habe, weil ich damit ja ein bisschen Arbeit verbinde. Ich verbinde meine Gedanken damit, die ich mir über das Tuch gemacht habe. Und deswegen darf das gerne drin bleiben. Und hier oben die 3 Reihen hier, die sind jetzt sozusagen richtig, finde ich jetzt, für das Herzchen. Hat ein bisschen Mühe gekostet, wie gesagt, aber ich finde, das hat sich gelohnt. Trotzdem werde ich jetzt hingehen und das Tuch, also hier das, noch anders anschlagen, aber das zeige ich dir gleich noch. Als erstes dachte ich, machen wir noch kurz den kleinen Fortschritt. Hier hatte ich das letzte Mal gezeigt mit der süßen Katze.
Und 1, 2, 3, 4 Mustersätze kamen jetzt dazu. Ich glaube, man merkt auch, dass es mir, nachdem ich rausgekriegt habe, wie es für mich besser oder wie es mir besser gefällt, dass ich das Tuch dann öfters auch zur Hand genommen habe. Ja, weil da einfach ein bisschen mehr passiert ist. Ja, denn manchmal ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man die Sachen nicht so hinbekommt, wie man gerne möchte. Und ja, dann ist es halt manchmal so, dass man die Sachen dann liegen lässt. Ja, einfach mal, um ein bisschen Zeit noch zu haben, um sich darüber noch Gedanken zu machen. Ja, aber ich finde, das ist ganz gut geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mit den bisschen größeren Nupsis dabei. Und genau. Das Herzchentuch darf weiter wachsen. Auch mit der Vierernadel. Aber das Tuch, wie gesagt, werde ich jetzt nicht nur mit der Vierernadel anschlagen, sondern ich wollte einfach mal den Vergleich haben von Vierernadel zu Dreiernadel. Und deswegen werde ich das Tuch, also das Herzchentuch, noch mit einem Bobbel starten. Vielleicht wird es hier dieser Bobbel, ich bin mir da noch nicht so sicher, weil der ist nur dreifädig und wird zu zweifädig. Und ich weiß nicht, um einen richtigen Vergleich zu haben, glaube ich, wäre es besser, wenn ich auch einen vierfädigen Bobbel nehme. Ich hatte jetzt heute Morgen noch überlegt, ob ich da sozusagen ein Beilaufgarn mit dazu nehme. Ja, weil ich finde, von der Farbe her passt das ganz gut. Also einmal hier das Braunbeige zu den hellen Tönen und dann zu dem Grün. Dieses hier, weil das ja wirklich nur noch zweifädig ist, das ist auch so ein Bobbelchen aus meinem Wollpaket. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Was meinst du denn? Sollte ich da eher, um den richtig guten Vergleich zu kriegen, eher nochmal einen vierfädigen Bobbel raussuchen? Oder denkst du, das funktioniert auch, wenn ich das so habe? Aber das Garn hat halt dann eine andere Struktur wie nur das Bobbelgarn. Ja, du kannst mir ja mal deine Meinung dazu schreiben, wie du das siehst. Denn wie gesagt, ich habe noch nicht damit gestartet, ich möchte aber damit starten. Und da würde ich schon gern gucken, ob dich das interessiert. Und wenn ja, wie würdest du starten? Also einmal mit vierfädigen Bobbel, das habe ich bestimmt auch noch. Garantiert sogar bei meinen Wollsachen. Oder in der Kombi mit den beiden Garnen. Wobei jetzt, wo ich wirklich so dir das erzähle, denke ich mal, wäre es besser, mit einem vierfädigen Bobbel zu starten. Einfach damit der Vergleich besser rauskommt. Genau. Ja, aber da kannst du mir auch gerne mal deine Meinung zu schreiben. Das würde mich wirklich schwer interessieren. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon von den Sachen, die ich gehäkelt habe. Die Woche hoffe ich, dass ich hier an meinem Hexagon noch ein bisschen weitermachen kann, also jetzt in der kommenden Woche. Ich möchte mit diesem Tuch starten und den Schal fertig bekommen und vielleicht 2, 3 Reihen hier an meinem Herzchentuch noch mal weitermachen. Mal schauen. Aber ich denke mal, das wird machbar sein. Schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das kleine Video zum Rückblick auf meine Häkelsachen gefallen. Ist ja nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Plan. Ein bisschen. Und dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund. Hab noch einen wunderschönen Tag. Genieß deine Zeit. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.